In Muttenz steht seit 2017 das imposante Gebäude der Fachhochschule Nordwestschweiz. Das Kunstwerk im Lichthof erweckt den Eindruck, schon länger als das Gebäude hier zu stehen. Der Dreamer von Katja Schenker markiert einen Ort, der unverrückbar scheint, einen Anker setzt in dieser Architektur. Wenn sich drumherum alles jeden Tag anders bewegt, ist das der Einzige, der so sagt, ich bin und ich bleibe da. Die Grösse steckt in dieser Ballung von Information geologischer und biomorpher Natur und erzählt über eine Historie, wo wir eigentlich in unserer digitalen Zeit vielleicht schon fast ein bisschen den Bezug verloren haben. Hoi Katja. Hoi. 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 Schön, dass wir uns hier sehen vor deiner Kunst. Die 11 Meter hohe Skulptur markiert den Abschluss eines 4-jährigen künstlerischen Prozesses. Mit vollem Körpereinsatz schafft die Künstlerin einen neuen, mit Naturmaterialien und Geschichten aufgeladenen Körper, der mit der Architektur in einen Dialog tritt. Das Material zu sammeln, das zusammenzutragen, zu entscheiden, wo was kommt, eine Herkulesaufgabe. Ja, es ist ein grosses Projekt. Es ist meine längste Performance, die ich je gemacht habe. Es hat ja unglaublich viele Objekte. Du hast sie alle eigenhändig gesammelt. Ja. Wo hast du das gesucht und gefunden? Ja, angefangen hat es auf meinen täglichen Spaziergängen vom Atelier aus und nachher habe ich angefangen spezifisch zu suchen, wo gibt es besonderes Material in der Schweiz. Zum Beispiel das hier ist eine Steinkohle. Die habe ich von der Appenzellerbahn, wo immer noch so zum Teil ihre Züge betreibt, also ihre Nostalgiezüge. Oder ein Geschenk von einer Friedhofsgärtner in St. Gallen, einen 200 Jahre alten Buchsbaum. Also ganz dichtes, wertvolles Holz von einer Pflanze, die langsam wächst. Ja, es hat so Trouvaillen drin und eben alles hat für mich eine Geschichte. Hast du ein anderes Verhältnis zur Landschaft, zur Geologie seit diesem Projekt? Bist du anders unterwegs an Seeufer oder im Gebirge? Kannst du die Sachen schneller identifizieren oder ist das schon so gewesen? Ich kann nicht alle Steine und alle Bäume erkennen. Um das geht es mir nicht. Entscheidend war, dass ich in den Jahren, als ich die Arbeit gemacht habe, natürlich alles gesehen habe, was auf dem Boden war, was in irgendwelchen Felswänden oder Bäumen. Das war so verinnerlicht, dass ich alles in Bezug auf das Aufschneiden hin angeschaut habe. Die Künstlerin sammelt während 2 Jahren Steine, Äste, Stämme und Metallstücke. Während 4 Monaten befüllt sie die Schalung von innen und gießt etappenweise Beton in die Hohlform. Zum Schluss wird die äußerste Schicht, knapp 20 cm, mit einer Diamantseilsäge in 4 sauberen Schnitten abgetrennt. Das Bild vor mir, das sich ergibt durch den Schnitt, Ja. es ist eine akute Sichtbarkeit von Oberflächen, die sonst eigentlich verborgen sind im Gebirge oder im Inneren des Baumstamms. Ich fange auch an nachdenken über pädagogische Tools, so grosse Bilder, wo einem erklärt worden ist, wie sich der Jura faltet und was die Alpen sind und so. Und da hat man es einfach, tschack, bumm, alles ist da. Und nicht in der Logik von einer geologischen Zeitachse. Es ist sehr viel kompakter. Der 100 Tonnen schwere Monolith steht für die vergangene Zeit. In einem Gebäude, in dem auf Künftiges hin gelehrt und geforscht wird. Der Raum ist ja ziemlich dominant in der Architektur mit diesen Achsen von diesen Stegen. Wie bist du zu einem Körper gekommen, der dem trotzen kann? Ich frage mich immer, was passiert mit dem Raum, wenn der Körper dazukommt. Und diesen Raum hat es ja nicht gegeben. Es ist
eine imaginäre Angelegenheit und habe mir das Treppenspiel da vorstellen in dem Atrium. Und darum auch, wie diese Skulptur da könnte wirken, möglichst auf allen Ebenen. Das Modell hat mich während der ganzen Bauzeit begleitet. Es war immer mit mir im Schalungsviereck inne. Und vor dem Giessen habe ich eingezeichnet, was ich gesetzt habe. Hast du das geplant, in welchen Abständen die Baumstämme sich zueinander verhalten? Was die Komposition anbelangt, habe ich nichts im Voraus geplant. Ich habe im Moment agiert und konnte dann auch schon ein Gefühl dafür entwickeln, wann möchte ich wieder auf dieser Seite einen Baumstamm haben. Was ist passiert mit den Schichten, die weggekommen sind? Die gehen in Ausstellungen, in Sammlungen. Ich nenne sie Cuts. Und es ist immer das Gegenbild von irgendeinem Ort. Das sind sozusagen wie Abkömmlinge oder so Spross aus dieser Entstehungsgeschichte von da. Genau. Du nennst die Arbeit «Dreamer». Wie kommt es zu dem Traumtitel? Ist der dem Werk vorausgegangen oder hast du das mit der Zeit zum Traum werden lassen? Der Titel «Dreamer» ist erst während der Entstehungszeit dazugekommen. «Wie tief ist die Zeit» war eigentlich der Arbeitstitel. Und während dem Bauen hatte ich das Gefühl, das braucht wie einen Rufnamen. Fast wie aus der griechischen Mythologie, wie die Jägerin oder Botschafterin. Und dann ist es eben der Träumer, Träumerin, im Sinne von etwas, das aus der Nacht raus oder aus dem Schwarz herauswächst, sich konstelliert und vielleicht auch wieder verschwindet oder in deine Innenwelt eintaucht.